Du hast in Mathe nicht richtig gut aufgepasst und Probleme mit Reitsatzrechnung und du ärgerst dich über Anmischtabellen für Milchaustauscher. Und wenn du Vollmilch aufwerten willst, ist dir auch nicht ganz klar, wie du das am besten machst. Da hat das Milchtaxi für dich eine ideale Lösung. Mit SmartMix sagt das Milchtaxi dir, wie du deine Milch anmischt. Wie das funktioniert, das zeigen wir dir hier in diesem Video. So, wir sind jetzt in der Kälberküche angekommen und wollen gleich die Milch zubereiten. SmartMix erkennt ihr daran, dass im Display die Füllmenge im Milchtaxi angezeigt wird. Dieser Sensor, den wir da verbaut haben, der muss eingestellt und geeicht werden. Wie er das macht, findet ihr in der Bedienungsanleitung. Ganz wichtig, also durchlesen. Als erstes müssen wir bestimmen, mit welcher Konzentration wir die Kälbermilch verfüttern wollen. Wir programmieren das im Milchtaxi in Prozent Trockensubstanz, nicht in Gramm pro Liter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch mal im Menü. Im Milchtaxi-Menü gehen wir in das Untermenü SmartMix und können hier gleich in der ersten Zeile die Konzentration einstellen. Von 12,5 zum Beispiel rauf auf 13,5% und jetzt arbeitet das Milchtaxi mit der neuen Konzentration. Und jetzt zeige ich dir, wie SmartMix ganz praktisch funktioniert. Du öffnest das Menü mit dem Druck auf die Pfeiltaste nach rechts und lässt Wasser reinlaufen. In der ersten Zeile kannst du sehen, wie die Wassermenge langsam ansteigt und auch die Menge des Milchpulvers steigt an. Unterm Strich kannst du im Prinzip erkennen, wie viel Wasser und Milchaustauscher zusammen an Tränke ergeben würde. Wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass die Menge des Wassers und des Milchaustauschers nicht die Menge der fertigen Milch nachher ergibt, weil Milchaustauscher gelöst in Milch eben nicht im Verhältnis 1:1 anzurechnen ist. Auch das ist ein Detail, was SmartMix automatisch umrechnet. Und wenn die Zielmenge erreicht ist, sperrst du einfach den Wasserhahn wieder ab. Und bevor wir jetzt das Milchpulver reinfüllen, müssen wir das Wasser noch auf die richtige Temperatur heizen. Und das lässt uns jetzt ein bisschen Zeit, Kaffee zu trinken. Unsere Temperatur ist erreicht. Jetzt können wir Milchpulver hineinfüllen. 40 Kilo. Wenn wir die richtige Menge Milchpulver eingegeben haben, starten wir einfach das Rührwerk. So, und wenn du bis jetzt gedacht hast, das kann ich auch ohne SmartMix, dann kommt jetzt noch die nächste Herausforderung. Und zwar, wie ist es, wenn du Vollmilch fütterst, aber nicht genügend Vollmilch hast und die noch mit Milchpulver aufwerten musst? Auch da hat SmartMix die perfekte Lösung. Bevor wir mit SmartMix weitermachen, müssen wir einmal die Trockensubstanz der Vollmilch bestimmen. Dafür benutzen wir ein Refraktometer und geben den Wert ein, den wir hier bestimmt haben. In unserem Fall waren das 12% Trockensubstanz. Und man kann hier schon sehen, dass SmartMix uns jetzt vorgibt, um die Vollmilch von 12 auf 13,5% zu bringen, brauchen wir 3,8 Kilo Milchaustauscher. Wenn wir das fertig gemacht haben, stellen wir einfach auf Wasser um und machen genau das gleiche wie vorhin. Wir lassen den Wasserhahn laufen und warten, bis wir unsere Zielmenge erreicht haben und füllen anschließend Milchaustauscher drauf und mischen unsere Milch fertig. Du siehst, SmartMix macht das Anmischen der Kälbermilch kinderleicht. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ein paar Funktionen habe ich noch. Eine sehr nützliche Funktion von SmartMix ist, dass wir bei den Zeitschaltuhren, den sogenannten Timern, nicht wie hier die Startzeit des Heizens programmieren können, sondern tatsächlich vorgeben können, wann das Milchtaxi mit dem Heizen beendet sein soll, also wann wir Kälber füttern wollen. Eine sehr praktische Funktion, weil die Milch nicht unnötig lange warm im Tank bleiben muss. Zwei weitere wichtige Punkte. SmartMix unterstützt uns auch bei der Kalibrierung der Pumpe. Bei unterschiedlichen Füllständen im Tank kann die Dosiermenge abweichen und SmartMix korrigiert das Ganze. Und als weiteren Vorteil optimiert SmartMix sogar die Heizleistung des Milchtaxis. Und ganz zum Schluss noch ein technischer Tipp. Bitte reinigt den Milchauslauf nicht mit einer Bürste. Das könnte dazu führen, dass der SmartMix-Sensor in Mitleidenschaft gezogen wird. Bist du immer noch da? Du guckst das Video bis zum Schluss an? Das ist sehr gut. Dann, weitere Videos findest du bei YouTube. Abonniere den Kanal und bis zum nächsten Mal.